Wer seine Vertragspartner gegen Sanktionslisten prüft, bekommt früher oder später einen Treffer. Oder auch ganz viele. Welche 4 Schritte jetzt entscheidend sind, das schauen wir uns an. Wir schauen uns jetzt Treffer ausschließlich im Kontext des Sanktionsrechts an. Wir verwenden teilweise Bild-KI und 90% meiner Zuschauer haben unseren Kanal noch nicht abonniert. Das macht doch. Los geht's mit den Treffern. Schritt 1. Cool bleiben. Ein Treffer in einer Software heißt noch nicht, dass hier etwas Verbotenes passiert. Hier geht es rein um eine Namensähnlichkeit oder eine Namensübereinstimmung zwischen den Namen des Geschäftspartners und einem Listeneintrag. Aber das heißt noch nicht, dass mein geprüfter Geschäftspartner tatsächlich der Sanktionierte ist. Also durchatmen und weitermachen. Einen sogenannten echten Treffer haben wir nur dann, wenn wirklich Personenidentität besteht. Also wenn der Geschäftspartner tatsächlich der Gelistete ist. Und das muss immer manuell geprüft werden. Schauen wir uns das einfach mal in der Praxis an. Ich nutze dazu jetzt die Online-Plattform Solid, auf der man kostenlos seine Vertragspartner gegen die relevanten Sanktionslisten prüfen kann. Also wenn du dich fragst, wie prüfe ich eigentlich, das ist die Antwort. So, jetzt generieren wir mal einen Treffer. Ich gebe mal die Wagner GmbH in Deutschland ein und tada, wir haben einen Treffer. In dem Fall haben wir eine Ähnlichkeit von 94%. 94% Ähnlichkeit zwischen unserer geprüften Wagner GmbH und der sanktionierten Wagner Gruppe. Jetzt liegt es an mir, festzustellen, ob da tatsächlich eine Personenidentität besteht. Weitere Informationen zum Listeneintrag finde ich in der Quellenangabe. Gelistet ist die russische Söldnergruppe Wagner. Diese steht in der EU unter Bereitstellungsboten. Wir dürfen mit der gelisteten Söldnergruppe Wagner keine Geschäfte machen. Aber ist meine Wagner GmbH jetzt die sanktionierte Wagner Gruppe? Eigentlich müsste das an dieser Stelle sofort klar sein. In der Praxis wird es hier häufig aber haarig. Was ich da alles schon gehört habe. Ja, aber vielleicht sind die es ja doch. Vielleicht haben die einen Standort in Stuttgart. Sowas höre ich erstaunlicherweise immer wieder. Obwohl es doch eigentlich auf der Hand liegt, dass es hier um eine reine Namensähnlichkeit handelt. Damit ist meine Trefferbearbeitung abgeschlossen. Mein Ergebnis? Kein echter Treffer. Wichtig ist jetzt der nächste Schritt. Jede Bewertung eines Treffers sollte dokumentiert werden, um im Fall der Fälle die eigene Entscheidung nachvollziehbar zu machen. Hier bei Solid ist es super einfach. Ich gebe meine Bewertung genauso hier ein und habe es damit dokumentiert, speichern, fertig. Wie sieht das aus bei einem echten Treffer? Ich prüfe die Intrachem Trading GmbH in Hamburg. Solid sagt mir Trefferähnlichkeit 100%, also eine Übereinstimmung der Namen. Wir müssen aber trotzdem manuell prüfen. Oh, Entschuldigung. Ein Blick auf die Adressdaten zeigt, ja, mein geprüftes Unternehmen ist tatsächlich auch das gelistete Unternehmen. Wir haben eine Personenidentität und damit einen echten Treffer auf der SDN-Liste. Und ganz wichtig, die Intrachem Trading GmbH steht unter sogenannten Secondary Sanctions und damit aus US-Sicht unter weltweit zu beachtenden Sanktionen. Und jetzt? Jetzt kommt es darauf an, in welchem Geschäftsverhältnis wir mit dem sanktionierten Unternehmen stehen. Bahnen sich die Geschäftsbeziehungen erst an oder sind wir bereits in einem Vertragsverhältnis? Jetzt ist Zeit für eine rechtliche Bewertung des Einzelfalls. Da geht es ans Eingemachte. Die Rechtslage muss geprüft werden. Solid bietet einen guten Einstieg. In diesen Fällen ist aber oftmals der Kontakt zu einem Experten ratsam. Und auch hier dokumentiere ich mein Ergebnis, echter Treffer, SDN-Liste, Secondary Sanctions, Rücksprache mit der Rechtsabteilung erforderlich, Trefferbearbeitung
und Trefferbewertung muss ich für jeden Treffer manuell durchführen. Daher sollte ich auch wirklich nur gegen die Listen prüfen, die für mich relevant sind. Die nächste Frage, die du dir wahrscheinlich stellst: Wer bitte gibt all seine Adressdaten per Hand in eine Webmaske ein? Wie machen es denn eigentlich die Profis? Wer das erfahren möchte, der schaut unser nächstes Video und schreibt in den Kommentaren, wie euch das Video gefallen hat.